Hallo zusammen, ich wollte ein kurzes Video über meine Hausschuhe drehen, und zwar es geht darum, dass nicht jeder genau dieselbe Wolle verwendet, die ich im Video verwende. Deswegen wollte ich allgemein auch erklären, wie man zum Beispiel an eigene Größe anpassen kann und wie die Maßen sind bei meinen Schuhen. Und zwar, also ich habe hier einmal ein bisschen gezeichnet, das heißt, ich habe hier oben das Bündchen und hier habe ich dieses Vorderteil. Das habe ich hier gezeichnet, also das ist das Bündchen, das ist das Vorderteil hier bis zur Spitze. Und zwar bei mir stricke ich meistens für Größe 37, 38. Also das Bündchen könnt ihr natürlich den Umfang selbst auch ausmessen. Bei mir ist das, ich messe gleich kurz aus. Also wir haben hier zum Beispiel oder hier die Breite. So circa 10 bis 11 cm habe ich die Breite, wenn man jetzt kein Bündchenmuster strickt. Bei dem Bündchenmuster, das zieht sich natürlich zusammen, das kann ich jetzt nicht so gut ausmessen. Es müsste auch so bei 10 bis 11 cm eigentlich sein, wenn man es auseinanderzieht. So, schreibe ich einmal dazu. 10 bis 11 cm. So, die Höhe kann man auch anpassen, 6 bis 10 cm, je nachdem, wie lang die sein sollten. So, jetzt kommen wir zu diesem Vorderteil. Also hier diese Länge und vor allem auch die Breite. Da würde ich auf jeden Fall den Fuß hier in dem Bereich ausmessen. Das ist die breiteste Stelle bei uns, unten am Fuß praktisch. Und für die Breite nehme ich ungefähr 1/3. Man kann natürlich auch etwas breiter stricken. Ich habe zum Beispiel 22 cm Umfang und durch 3, das sind circa 7 bis 8 cm. Stricke ich dann dieses Vorderteil. Also habe ich praktisch hier 7 bis 8 cm. Je nachdem, welche Größe ihr habt. Also bei größeren natürlich müsst ihr die Breite dann anpassen. So, wie schaut es mit der Länge aus? Also wir können bei uns am Fuß hier diese Stelle spüren, wo das Gelenk ist. Und dann messe ich mir diese Länge aus bis zum großen Zeh, bis zur Spitze. Das sind bei mir ungefähr 15 cm. Das ist die Gesamtlänge. Dann ist es natürlich oft so, dass ich hier das Muster stricke und dann hier diese Spitze. Und dann ist die Spitze, für die Spitze lassen wir halt dann so circa 3 cm aus. Sind aber nicht alle Schuhe so gestrickt. Der hat es zum Beispiel nicht. Deswegen stricken wir bis zur Zehspitze praktisch diese 15 cm. Genau, da habe ich das mit der weißen Spitze. Hier habe ich das auch anders. Also die Länge kann man dann auch, wie gesagt, ausmessen. Bei mir sind es insgesamt immer 15 cm und hier habe ich dann ungefähr 3 cm. So, dann kommen wir einmal, das ist jetzt die Ansicht von der Seite, und zwar dann geht es insgesamt hier um die Breite. Wir haben praktisch 1/3 hier für dieses Stück uns schon abgezogen und 2/3 müssen wir halt praktisch hier nochmal stricken. Und zwar bei diesen Art Schuhen stricke ich immer dann praktisch wenn ich dieses Teil gestickt habe, stricke ich einmal komplett um. Das ist dieses Teil dann. Oder hier dieses Stückchen. Oder hier bei den blauen habe ich auch kraus rechts. Praktisch, das sind bei mir immer 8 bis 10 Reihen ungefähr. Genau, und anschließend stricken wir die Ferse, genau, die Sohle.
Die Sohle ist bei meinen Schuhen meistens besteht die aus 10 Maschen ungefähr. Das ist dann die Breite. Das sollte eigentlich Sohle sein, keine Ferse. Also das ist praktisch die Breite von der Ferse. Das sind ungefähr 5 cm. Jetzt kann man Folgendes machen, wenn man dieses Stück gestrickt hat. Die fallen natürlich trotzdem immer unterschiedlich aus. Hier kann man das besser sehen. Wenn man dieses Stück gestrickt hat, dann wissen wir schon, wie viel Breite wir bis dahin haben. Da habe ich zum Beispiel 7 cm. Und dann kann man zum Beispiel entweder an den Fuß anlegen und gucken, wenn ich jetzt 10 Maschen Kreuz rechts hier zwischen stricke, das sind dann wiederum noch zusätzlich 5 cm. So wie ich stricke, das kann man auf der Seite hier ausmessen, zum Beispiel 10 Maschen. Misst man aus, da habe ich ca. 5 cm. Und dann schaue ich, wenn ich dieses Stück gestrickt habe, reichen mir diese 2,5 cm aus oder muss ich die Sohle breiter stricken. Man kann natürlich die Breite auch hier durch diese zusätzlichen Reihen noch, wenn es zu wenig ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich stricke jetzt 10 Maschen und man merkt, also hier durch weitere Reihen hier zwischen kann man noch mehr Breite erreichen. Da kann man eigentlich auch variieren. Je größer der Schuh ist, dann strickt man hier auch mehr Breite. Und dann rechnet man diese 5 cm dazu. Wenn man bei größeren Schuhen breitere Ferse strickt, Sohle, dann wird es natürlich mehr Zentimeter geben. Aber man muss die Gesamtbreite dann beachten. So, ich glaube, das war's dann. Wenn da noch Fragen kommen sollten, also ich weiß jetzt nicht, was ich noch, also das ist die Gesamtlinie bei mir von meinem Schuh, das sind 24 cm. Genau, das ist die Gesamtlinie. Hier habe ich die Linie angegeben, 15 cm lang. Praktisch das Vorderteil. Genau. Also die Schuhe sind, wie gesagt, ich messe noch mal den anderen Schuh aus. Müsste eigentlich auch ungefähr 24 cm sein. Genau, die sind ungefähr alle gleich. Das ist für Größe 37. So, falls noch Fragen kommen, gerne schreiben. Ich hoffe, das ist soweit verständlich erklärt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Stricken.